Als ich die Sphinx zum ersten Mal sah, schien es mir, als ob sie nicht einfach nur dasteht. Seit Tausenden von Jahren hier und bewacht irgendein schreckliches Geheimnis. Die offizielle Geschichte besagt, dass sie auf Befehl der Pharaonin Chefren vor mehr als 4000 Jahren erbaut wurde. Aber was, wenn dieses Datum ein Fehler ist? Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass das Alter der Sphinx nicht weniger als 10.000 Jahre beträgt. Sein Körper ist von starken Erosionsspuren bedeckt, die wie Wasserschäden aussehen. Aber wie ist das möglich, wenn die Sahara-Wüste einer der trockensten Orte auf dem Planeten ist? Es stellt sich heraus, dass es in der Antike. Hier könnten starke Regenfälle gewesen sein, aber sie fielen lange vor dem Aufstieg Ägyptens. Wenn die Sphinx viel älter ist als die Pyramiden, wer hat sie dann gebaut? Und warum will niemand die Geschichte überdenken? Das Geheimnis unter den Pfoten der Sphinx. Haben Sie sich jemals gefragt, was sich unter der Sphinx befindet? Lange Zeit haben Archäologen diese Frage vermieden, aber die Technologie bleibt nicht stehen. In den 90er Jahren wurden mit Hilfe von Georadaren geheimnisvolle Hohlräume und Tunnel direkt unter den Pfoten der Sphinx entdeckt. Einige Forscher glauben, dass dort alte Texte versteckt sind, die die gesamte Geschichte der Menschheit umkrempeln könnten. Aber hier ist das Rätsel: Niemand hat diese Kammern bisher ausgegraben. Die ägyptischen Behörden verbieten Forschungen und diejenigen, die zu viel Interesse zeigen, werden einfach nicht zum Denkmal gelassen. Was wird dort verborgen und warum wird es geheim gehalten? Pyramiden, außerirdische Technologien. Stellen Sie sich vor, Steinblöcke, die mehrere Tonnen wiegen, sind mit einer Genauigkeit von Hundertstel Millimetern aneinander angepasst. Zoll. Und nun denken Sie darüber nach, die Ägypter hatten keine Metallwerkzeuge, die in der Lage waren, Granit zu schneiden. Moderne Wissenschaftler streiten immer noch darüber, wie sie das geschafft haben. Es gibt sogar die Hypothese, dass die Erbauer einen gewissen Antigravitationsmechanismus verwendet haben, der es ihnen ermöglichte, die Blöcke in die Luft zu heben. Das klingt fantastisch, aber es würde viele Rätsel des Baus erklären. Der Pyramiden. Zum Beispiel, warum befinden sich die Blöcke in großer Höhe, wohin sie selbst mit modernen Kränen nicht gehoben werden können? Vielleicht besaßen die Ägypter Technologien, von denen wir nicht einmal ahnen. Verschwundene Texte. Wussten Sie, dass die Ägypter uns eine enorme Menge an Inschriften an den Wänden von Tempeln und Gräbern hinterlassen haben? Aber es gibt ein seltsames Detail. In keinem Text wird erwähnt, wie genau die Pyramiden gebaut wurden. Wir wissen von den Göttern, von Schlachten, vom Leben der Pharaonen, aber nirgends wird erklärt, auf welche Weise diese kolossalen Bauwerke errichtet wurden. Warum? Vielleicht war es ein Geheimnis, das nur Auserwählten zugänglich war, oder dieses Wissen war so gefährlich, dass es absichtlich zerstört wurde. Im 19. Jahrhundert erwähnten einige Forscher alte Schriftrollen, in denen vom Bau der Pyramiden die Rede war. Aber alle sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Was, wenn diese Texte eine Wahrheit offenbarten, die jemand nicht möchte, dass wir sie erfahren? Der Fluch der Pharaonen. Sie haben sicherlich Geschichten über den Fluch der Pharaonen gehört. Als Archäologen das Grab von Tutanchamun öffneten, starben viele von ihnen bald unter seltsamen Umständen. Skeptiker behaupten, dass es sich nur um einen Zufall oder den Einfluss alter Bakterien handelt. Aber es gibt auch eine andere Theorie, dass in den Pyramiden und Gräbern bestimmte energetische Fallen eingebaut wurden. Die alten Ägypter glaubten an Magie und das Leben nach dem Tod, was bedeutet, dass sie Technologien genutzt haben könnten, von denen wir nicht einmal ahnen. Was, wenn der Fluch nicht nur ein Mythos, sondern ein echter Schutzmechanismus für altes Wissen ist? Und ist es möglich, dass geheime Artefakte innerhalb der Pyramiden eine unbekannte Kraft in sich tragen? Die Geheimnisse der großen Pyramide. Die große Pyramide von Gizeh ist nicht nur ein Grab. Ihre Struktur ist so komplex, dass selbst moderne Ingenieure nicht erklären können, wie die alten Ägypter etwas derartiges erschaffen konnten. Zum Beispiel gibt es in der Pyramide enge Schächte, die ins Nichts führen. Sie sind auf bestimmte Sterne ausgerichtet, aber ihr Zweck bleibt ein Rätsel. Eine weitere Anomalie ist das Strahlungsniveau innerhalb der Pyramide. Einige Forscher behaupten, dass sie als eine alte Energieanlage gedient haben könnte. Das würde die Erzählungen der alten Griechen über die Macht der Götter erklären, die die ägyptischen Priester besaßen. Vielleicht ist die große Pyramide mehr als nur ein Grabmal. Wie hoben die Ägypter die mehrtonnigen Blöcke? Stellen Sie sich einen Block vor, der mehrere Dutzend Tonnen wiegt. Versuchen Sie nun, ihn in die Höhe zu heben. Hunderte von Fuß ohne moderne Kräne. Absurde Vorstellung, nicht wahr? Doch genau so wurden die Pyramiden gebaut. Die offizielle Wissenschaft sagt, dass die Ägypter Holzrollen und Rampen verwendeten. Aber es gibt ein Problem. Solche Rampen konnten einfach nicht existieren. Sie wären länger als die Pyramide selbst und hätten mehr Ressourcen erfordert als deren Bau. Es gibt Theorien, dass die Alten das Geheimnis der Antigravitation kannten oder vielleicht mächtige Schallwellen nutzten, um Steine schweben zu lassen. Wie sonst kann man die perfekte Passform dieser Blöcke erklären, die selbst moderne Technologien nicht nachbilden können? Was verbergen moderne Archäologen? Wenn jemand ein Artefakt findet, das die Geschichte auf den Kopf stellt, glauben sie, dass es der Welt gezeigt wird. In den 90er Jahren
wurde in einem der versteckten Tunnel der Pyramide eine Tür mit Kupfergriffen gefunden. Das passt absolut nicht in die offizielle Version der Geschichte, denn Kupfer wurde im alten Ägypten nur für Werkzeuge verwendet, nicht für dekorative Elemente. Doch einige Jahre später war die Tür verschwunden und die Informationen darüber hörten abrupt auf. Verbergen die Archäologen etwa etwas? Gibt es vielleicht etwas in den Pyramiden, das unser Verständnis der antiken Welt völlig verändert? Warum befinden sich die Pyramiden genau hier? Haben Sie sich jemals gefragt, warum die ägyptischen Pyramiden genau auf dem Gizi-Plateau gebaut wurden? Es mag wie ein zufälliger Ort erscheinen, aber wenn man auf die Karte schaut, entdeckt man etwas Interessantes. Die Anordnung der Pyramiden stimmt genau mit der Anordnung der Sterne im Orion-Sternbild überein. Aber das ist noch nicht alles. Wenn man die Punkte zwischen alten Bauwerken auf der ganzen Welt verbindet, einschließlich der Pyramiden, der Maya, Stonehenge und einiger Tempel. In Asien kann man ein seltsames Muster erkennen. Es könnte einfach ein Zufall sein, aber was, wenn die alten Zivilisationen über Wissen verfügten, das wir verloren haben? Sternpaten des alten Ägyptens. Die alten Ägypter verehrten Götter, die, wie sie sagten, vom Himmel kamen. Aber was, wenn das nicht nur ein Mythos ist? Viele Darstellungen in alten Tempeln zeigen seltsame Symbole, die an Fluggeräte erinnern. Darüber hinaus kannten die Ägypter die genaue Anordnung der Sterne mit unglaublicher Präzision. Sogar solche, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Wie konnten sie das wissen, ohne Teleskope? Vielleicht wurden sie von mysteriösen Göttern unterstützt, oder sie erbten dieses Wissen von einer noch älteren Zivilisation. Die Sphinx und die verlorene Zivilisation. Was, wenn die Sphinx nicht nur ein antikes Monument ist, sondern die letzte Spur einer verlorenen Zivilisation? Einige Forscher behaupten, dass sein Gesicht ursprünglich ganz anders aussah, proportionaler, möglicherweise sogar mit Löwenmerkmalen. Das bedeutet, dass es später verändert worden sein könnte, um eine Ähnlichkeit mit einem Pharao zu schaffen. Aber wer hat die ursprüngliche Sphinx gebaut? Wenn ihr Alter tatsächlich über 10.000 Jahre beträgt, könnte sie lange vor dem alten Ägypten erschaffen worden sein. Vielleicht sind das Spuren eines verlorenen Volkes, das über Wissen verfügte, das mit ihm verschwunden ist. Mumien mit anomalen Schädeln. In Ägypten wurden Mumien mit verlängerten Schädeln gefunden, die nicht wie gewöhnliche Menschen aussehen. Natürlich erklärt die offizielle Wissenschaft dies mit der Praxis der künstlichen Schädelverlängerung. Aber es gibt eine Merkwürdigkeit. Bei einigen Schädeln unterscheidet sich die Knochenstruktur von der menschlichen. Das innere Volumen ihrer Schädel ist größer als das gewöhnlicher Menschen. Und die Nähte, die die Knochen verbinden, fehlen völlig. Das bedeutet, dass solche Schädel nicht künstlich verändert worden sein können. Ist es möglich, dass dies die Überreste von Vertretern sind? Einer anderen Rasse, über die wir nichts wissen? Oder ist das ein Beweis für die Existenz antiker Hybriden? Pyramiden, die sich nicht erklären lassen. Die Pyramiden Ägyptens sind nicht die einzigen rätselhaften Bauwerke auf dem Planeten. In China gibt es Pyramiden, die mit Erde bedeckt sind und deren Erforschung verboten ist. In Bosnien wurden Strukturen entdeckt, die Pyramiden ähneln und eine unerklärliche Energie ausstrahlen. In Mexiko, Peru, Indonesien gibt es überall Pyramiden und viele von ihnen sind älter als die ägyptischen. Aber wenn diese Zivilisationen keinen Kontakt miteinander hatten, warum bauten sie dann die gleichen Bauwerke? Vielleicht folgten sie alle dem Wissen einer älteren globalen Zivilisation, die von der Erde verschwunden ist. Die alten Ägypter und Elektrizität. Es wurde angenommen, dass die alten Ägypter nichts von Elektrizität wussten, aber es gibt seltsame Darstellungen im Tempel von Dendera, die Objekte zeigen, die riesigen Lampen ähneln. In ihnen kann man schlangenartige Glühfäden erkennen, die modernen Glühlampen ähneln. Darüber hinaus gibt es in einigen Gräbern keine Spuren von Ruß, obwohl sie angeblich mit Fackeln beleuchtet wurden. Wie konnten die Ägypter dann in völliger Dunkelheit sehen? An einigen Orten wurden Überreste seltsamer Gefäße gefunden, die an einfachste elektrische Batterien erinnern könnten. Wenn die Ägypter tatsächlich Elektrizität kannten, wer hat ihnen dieses Wissen gegeben? Operationen im alten Ägypten. Archäologen haben Schädel mit perfekt ausgeführten Trepanationen gefunden, die mit juwelenartiger Präzision gemacht wurden. In einigen Überresten gibt es Spuren komplexer chirurgischer Eingriffe, die ohne fortgeschrittene medizinische Kenntnisse unmöglich wären. Noch seltsamer ist, dass einige Patienten diese Operationen überlebten, was durch verheilte Knochen belegt wird. Wie konnten die Ägypter komplexe medizinische Verfahren durchführen, tausende Jahre vor der modernen Chirurgie? Hatten sie möglicherweise Wissen, das später verloren ging? Oder kamen diese Technologien von irgendwo außerhalb? Verbindung zu Atlantis. Könnten die Ägypter die Erben einer großen verlorenen Zivilisation gewesen sein? Der antike griechische Philosoph Platon schrieb über Atlantis, einen hochentwickelten Staat, der vor Tausenden von Jahren verschwand. Einige Forscher glauben, dass die überlebenden Atlanter nach Ägypten umgesiedelt sein könnten und ihr Wissen an die Priester weitergaben. Es gibt seltsame Übereinstimmungen. Architektur. Geheimnisvolle Texte über Götter, die vom Meer kamen, und Wissen über die Sterne, das primitive Stämme nicht haben konnten.
Wenn das wahr ist, dann sind die Pyramiden nicht nur Gräber, sondern das Erbe einer Zivilisation, die in einer Katastrophe unterging. Vielleicht ist das der Grund, warum die Ägypter ihre Geheimnisse so ehrfürchtig bewahrten. Wer war der Sphinx wirklich? Der Sphinx ist eine der rätselhaftesten Statuen der Welt. Aber wenn man genauer hinsieht, scheint sein Kopf zu klein zu sein, im Vergleich zum Körper. Einige Wissenschaftler glauben, dass er ursprünglich ein ganz anderes Gesicht hatte. Vielleicht war es der Kopf eines Löwen, der dann umgestaltet wurde, um eine Ähnlichkeit mit einem Pharao zu schaffen. Aber warum das Aussehen ändern? Vielleicht, weil er viel älter war als die ägyptischen Könige. Oder verbarg das wahre Gesicht der Sphinx etwas zu Wichtiges, um es im ursprünglichen Zustand zu belassen? Was verbergen die Meitiers in Ägypten? In der Nähe der Pyramiden gibt es für Touristen gesperrte Bereiche, zu denen niemand Zugang hat. Dies betrifft insbesondere die Gebiete um die Sphinx und die Tunnel, die unter sie führen. Darüber hinaus, in den 90er Jahren, die ägyptischen Behörden haben plötzlich die Untersuchungen unter der großen Sphinx eingestellt, obwohl dort seltsame Hohlräume gefunden wurden. Wenn dort wirklich nichts ist, warum wird dann so sorgfältig verborgen? Ausgrabungen. Vielleicht befinden sich dort Artefakte, die die Geschichte umschreiben könnten, oder die ägyptischen Behörden fürchten, dass die Wahrheit über die alten Zivilisationen an die Öffentlichkeit gelangt. Pyramiden als Zeitmaschinen. Einige Forscher glauben, dass die Pyramiden nicht nur Gräber waren, sondern Geräte, die Raum und Zeit beeinflussen konnten. Zum Beispiel erzeugen bestimmte Frequenzen in den Räumen der Pyramide seltsame Empfindungen und Kompasse verhalten sich darin unvorhersehbar. Was, wenn die Ägypter die Pyramiden als Portale oder Energieanlagen nutzten? Oder vielleicht konnten die Pyramiden das Bewusstsein beeinflussen und den Priestern Zugang zu Wissen verschaffen, das gewöhnlichen Menschen nicht zugänglich war. Vielleicht bleibt ihr wahrer Zweck bis heute ein ungelöstes Geheimnis. Warum wird uns die Wahrheit nicht erzählt? Warum weigert sich die offizielle Wissenschaft, die Geschichte des alten Ägyptens neu zu überdenken? Warum werden so viele Entdeckungen verborgen oder ignoriert? Forscher, die alternative Theorien vorschlagen, stehen oft unter Druck seitens der akademischen Welt. Und einige antike Artefakte, die nicht in die Geschichte passen, verschwinden einfach. Vielleicht gibt es etwas, das nicht bekannt werden soll. Oder ist die Wahrheit über die Vergangenheit der Menschheit zu unglaublich, um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden? Warum konnten die Pyramiden keine Gräber sein? Die offizielle Version besagt, dass die Pyramiden die Gräber der Pharaonen waren, aber hier ist das Seltsame, in ihnen wurden nie Mumien gefunden. Im Gegensatz zu den traditionellen Gräbern im Tal der Könige, wo die Wände mit Malereien und Texten über das Jenseits bedeckt sind die Innenräume. Die Pyramiden sind absolut leer. Es gibt dort weder Verzierungen noch Inschriften oder Spuren von Bestattungen. Wenn die Pyramiden keine Gräber waren, wofür wurden sie dann gebaut? Vielleicht ist ihr tatsächlicher Zweck ein ganz anderer und die offizielle Wissenschaft will sich einfach nicht damit befassen. Geheime unterirdische Städte unter Ägypten. Wussten Sie, dass sich unter dem Gizeh-Plateau ein ganzes Netzwerk von unterirdischen Tunneln befindet? Einige Forscher behaupten, dass dort ganze Städte verborgen sein könnten, über die nicht gesprochen wird. Die offizielle Geschichte. In alten Texten gibt es Erwähnungen einer Stadt der Götter, die tief unter der Erde lag. Noch seltsamer ist, dass viele archäologische Funde, die unter den Pyramiden gemacht wurden, plötzlich als geheim eingestuft werden. Verbirgt die ägyptische Regierung und die weltweite Elite vielleicht etwas Unglaubliches, das wir nicht wissen sollen? Riesen im alten Ägypten. In einigen alten ägyptischen Texten wird von einem Riesen namens Shizeb-Ankh gesprochen, der über übermenschliche Kräfte und Wissen verfügte. Und jetzt das Interessanteste. Anfang des 20. Jahrhunderts sollen britische Archäologen Überreste von Riesen in der Nähe der Pyramiden gefunden haben, aber sie wurden schnell abtransportiert. Und niemand hat je wieder von ihnen gehört. Auf Abbildungen in alten Tempeln kann man Menschen sehen, die deutlich größer sind als gewöhnliche Ägypter. Könnte dies ein Beweis dafür sein, dass es in der Antike solche Wesen gab? Viel größer und stärker als Menschen, die ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen haben. Das Geheimnis der goldenen Kappe der Pharaonen. Warum trugen die ägyptischen Pharaonen seltsame hohe Kopfbedeckungen? Einige Forscher glauben, dass es nicht nur ein Schmuckstück ist, sondern etwas viel Technologischeres. In alten Texten wird gesagt, dass die Pharaonen Götter auf Erden waren und mit höheren Mächten kommunizieren konnten. Vielleicht waren ihre Kopfbedeckungen so etwas wie Geräte zur Verbindung mit einer anderen Realität oder sogar eine Energiequelle, die ihnen außergewöhnliche Fähigkeiten verlieh. Warum sind die Pyramiden so genau ausgerichtet? Die Pyramiden von Gizeh sind mit unglaublicher Präzision in Bezug auf die Himmelsrichtungen ausgerichtet. Ihre Abweichung beträgt nur Bruchteile eines Grades, was selbst mit unserer heutigen Technologie schwer zu wiederholen ist. Darüber hinaus, wenn man den Abstand zwischen den Pyramiden, ihre Proportionen und Winkel misst, entsprechen sie mathematischen und astronomischen Prinzipien, die den alten Ägyptern scheinbar nicht bekannt gewesen sein konnten. Wer hat ihnen dieses Wissen gegeben? Oder wurden die Pyramiden nicht von den Ägyptern, sondern von einer viel älteren Zivilisation gebaut, die über Technologien verfügte, die uns verloren gegangen sind?
Rätsel der großen Zivilisation. Das alte Ägypten ist eine der größten Zivilisationen in der Geschichte der Menschheit. Aber was machte sie so mächtig? Warum entstand gerade hier, inmitten der Wüstensande, ein Imperium, das tausende Jahre überdauerte? Und was führte zu ihrem Untergang? Alles begann mit dem Fluss Nil. Jedes Jahr trat er über die Ufer, bewässerte das Land und hinterließ fruchtbare Böden, die sich ideal für die Landwirtschaft eigneten. Dank dessen litten die Ägypter nicht unter Hunger und konnten ihre Zeit nicht nur mit dem Überleben verbringen, sondern auch mit der Entwicklung von Architektur, Kunst und Wissenschaft. Mit der Zeit schufen sie eine mächtige zentralisierte Macht, an deren Spitze der Pharao stand, der lebende Gott auf Erden. Auf dem Höhepunkt seiner Macht war Ägypten der fortschrittlichste Staat der antiken Welt. Hier entstanden komplexe Ingenieurbauten und medizinische Technologien, von denen die Welt erst tausende Jahre später erfuhr. Astronomische Kenntnisse, die Wissenschaftler bis heute in Erstaunen versetzen. Die Ägypter schufen eines der ersten Schriftsysteme und entwickelten komplexe mathematische Methoden. Und ihre Religion und Vorstellung vom Leben nach dem Tod beeinflussten viele Kulturen. Aber selbst die größte Zivilisation ist nicht ewig. Es gab viele Gründe für den Niedergang. Mit der Zeit schwächte sich die Macht der Pharaonen ab, im Land begannen Thronkriege und äußere Feinde wurden immer stärker. Ägypten wurde immer wieder erobert, von fremden Völkern, zuerst von den Persern, dann von den Griechen und schließlich von den Römern. Und als die Araber kamen, verschwand die alte ägyptische Kultur endgültig und machte einer neuen Epoche Platz. Doch Ägypten hinterließ der Welt ein Erbe, das Jahrtausende überdauerte. Pyramiden, Sphinx, die Tempel von Luxor, geheimnisvolle Texte wüten über die Pharaonen. All das erinnert uns an eine große Zivilisation, die einst die Welt beherrschte, und vielleicht sind noch längst nicht alle Geheimnisse Ägyptens enthüllt.